Hallo liebe Freunde, danke für das Einschalten. Juri aus Irkutsk grüßt euch ganz herzlich. In diesem Video möchte ich euch einladen, mit mir einen Spaziergang in der Stadt zu machen. Dabei will ich euch weitere Nachrichten aus dem Land gerne vorstellen. Bleibt gerne dran, los geht's! Jobsuche in Russland. Arbeitslose Frauen in Russland brauchen im Schnitt 5,8 Monate, um einen neuen Job zu finden, während Männer im Durchschnitt schon nach 5 Monaten fündig werden. Das zeigen Daten des russischen Statistikamts. Laut der Behörde suchten im Mai 2026 nur 23,1% der Arbeitslosen über die Arbeitsagentur nach einem Job, während 64,8% sich an Freunde, Verwandte und Bekannte wandten. Die Expertin Eleonora Soloschkova geht davon aus, dass sich die Jobsuche bis Ende 2026 um weitere 2 Monate verlängern wird. Und 2027 soll sich diese Zeit noch weiter erhöhen. Ihrer Meinung nach gibt es dabei ein gewisses Paradox. Es gibt zwar immer weniger freie Stellen, aber die Kandidaten beeilen sich trotzdem nicht, diese zu besetzen. Außerdem heißt es, dass arbeitslose Russen zunehmend über persönliche Kontakte und Empfehlungen nach Jobs suchen. Arbeitgeber wiederum versuchen, das Risiko bei der Einstellung zu senken und die Fluktuation während der Probezeit zu verringern. Deshalb schauen Sie sich Bewerber, die über Empfehlung kommen, lieber genauer an. Hypothekenpause für Familien. Russlands Präsident Wladimir Putin hat ein Gesetz über eine Hypothekenauszeit für Familien mit 2 oder mehr Kindern unterschrieben. Das Dokument ist bereits auf dem offiziellen Portal für Rechtsakte veröffentlicht worden. Was bedeutet das konkret? Ab dem 1. September 2026 können russische Familien nach der Geburt oder Adoption eines zweiten oder weiteren Kindes eine Hypothekenpause von bis zu 1,5 Jahren nehmen. Und das Wichtigste dabei, das gilt unabhängig vom Einkommen der Familie. Zum Vergleich: Aktuell haben Bürger nur Anspruch auf eine 6-monatige Hypothekenpause und das auch nur, wenn ihr Einkommen um mehr als 20% gesunken ist und 40% davon für die Kreditrückzahlung draufgehen. Russophobie außer Kontrolle. Die Russophobie hat inzwischen ihr größtes Ausmaß in den baltischen Staaten, in der Ukraine und in Moldawien erreicht. Das erklärte Grigori Lukjantsew, Direktor der Abteilung für multilaterale Zusammenarbeit im Bereich Menschenrechte im russischen Außenministerium. Laut ihm geht es um die baltischen Staaten, die Ukraine, Moldawien und eine ganze Reihe weiterer Länder, in denen unsere Bürger mit einer neuen Art von Fremdfeindlichkeit konfrontiert sind, der Russophobie. Von einer regelrechten Jagd wollte Lukjantsew zwar noch nicht sprechen, aber er betonte, das Problem hat inzwischen ein wirklich riesiges Ausmaß angenommen. Außerdem sagte er, dass die Russophobie in den europäischen Ländern völlig übertriebene Ausmaße erreicht habe. Das russische Außenministerium ist derweil dabei, die vorgerichtliche Phase eines Streits mit Lettland, Litauen und Estland abzuschließen. Es geht dabei um die Diskriminierung der russischsprachigen Bevölkerung in diesen Ländern. Danach will Moskau sich an den Internationalen Gerichtshof der UNO wenden. In Moldawien wiederum hat das Parlament bereits in erster Lesung ein Gesetz gebilligt, das die Nutzung und Übersetzung der russischen Sprache bei Plenarsitzungen verbietet. AfD-Beben. Weidel triumphiert. Alice Weidel wurde als Co-Vorsitzende der Partei Alternative für Deutschland wiedergewählt. Die Politikerin bekam 81,31% der Stimmen von rund 600 Delegierten beim Bundesparteitag in Erfurt. Zum Vergleich, vor 2 Jahren stimmten 79,7% der Delegierten für Weidel. Ihr Ergebnis ist also sogar noch etwas gestiegen. Schon am Samstag zuvor wurde Tino Kruppala als zweiter Co-Vorsitzender wiedergewählt. Er kam auf 70,05% der Stimmen. Bei der letzten Wahl waren es noch 82,7% gewesen. Experten bringen diesen Rückgang mit einer Verschiebung der Kräfteverhältnisse innerhalb der Partei in Verbindung.
Wichtig dabei: Kruppala stützt sich auf den gemäßigten Flügel der Partei, während Weidel eher von den radikaleren Anhängern unterstützt wird. Beide führen die AfD bereits seit 2022 und beide lehnen die Sanktionen gegen Russland sowie Waffenlieferungen an Kiew ab. Stattdessen fordern sie, die Kontakte zu Moskau und den Energieimport aus Russland wieder aufzunehmen. Weidel selbst geht übrigens davon aus, dass die Bundestagswahl schon 2027 stattfinden könnte, also 2 Jahre früher als eigentlich geplant. Ihre Worte dazu: Ich glaube, dass die Bundestagswahl nicht erst 2029, sondern deutlich früher stattfinden wird. Ich rechne schon nächstes Jahr mit Neuwahlen. Zur Erinnerung: Anfang Juni hatten tausende Berliner den Rücktritt des Bundeskanzlers gefordert. Friedrich Merz hat diese Forderung der Opposition jedoch abgelehnt, und das, obwohl seine Zustimmungswerte inzwischen auf 16% gefallen sind. Puschkin-Denkmal gestohlen. Die deutschen Behörden gehen davon aus, dass das Puschkin-Denkmal in Chemer ohne politische Motive gestohlen wurde. Nach Einschätzung der Polizei steckt ganz normaler Metalldiebstahl dahinter, ohne jegliche politische Motive oder kulturelle Vorurteile, betonten die Ermittler, als sie sich zur Haltung der Täter gegenüber dem Dichter äußerten. Gleichzeitig hob die deutsche Polizei auch die historische Bedeutung des Schriftstellers hervor. Alexander Puschkin wurde dabei als Begründer der modernen russischen Literatursprache bezeichnet. Soldaten in Gefangenschaft. Mehr als 1700 russische Soldaten wurden in ukrainischer Gefangenschaft ausfindig gemacht. Das teilte die russische Menschenrechtsbeauftragte Jana Landratova mit. Ihren Angaben zufolge konnten bis heute bereits über 1000 gefangene russische Soldaten zurückgeholt werden. Insgesamt sind bei der Beauftragten seit 2026 mehr als 29.000 Anfragen eingegangen von Menschen, die nach Soldaten oder Zivilisten suchen. Zur Erinnerung: Am 26. Juni hatten Russland und die Ukraine 160 Kriegsgefangene ausgetauscht. Zuvor war bereits bekannt geworden, dass zwischen beiden Ländern schon bald ein weiterer Gefangenenaustausch stattfinden könnte. Söldner in der Ukraine. In den Reihen der ukrainischen Streitkräfte befinden sich derzeit rund 16.500 ausländische Söldner. Das schätzt zumindest der prorussische Untergrund. Der Großteil der ausländischen Kämpfer stammt mittlerweile aus Lateinamerika, darunter aus Kolumbien, Mexiko, El Salvador und Venezuela. Söldner aus Großbritannien, Deutschland, Kanada und den USA soll es dagegen weniger geworden sein. Die meisten lateinamerikanischen Söldner konzentrieren sich in den Gebieten Cherson und Saporosja, darunter mehr als 7000 kolumbianische Staatsbürger. Also, liebe Freunde, das war's von mir für heute. Danke für das Anschauen dieses Videos und danke für die freundlichen Kommentare und Likes. Die sind für die Entwicklung des Kanals von großer Bedeutung. Ich hoffe, ihr habt etwas Neues und Interessantes erfahren. Auf jeden Fall wünsche ich euch alles Gute im Alltag und viel Erfolg bei der Arbeit. Weiter in diesem Video hört ihr den Originalton. Wir sehen uns bald in meinen neuen Videos wieder. Bis dann. Tschüss.